Hallo und herzlich willkommen auf dem Stoffmieze YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr dieses schöne Haarband für den Herbst näht. Den passenden Loop dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, sowie weitere Nähanleitungen zum Anschauen und auch Nachmachen. Ihr benötigt natürlich eine Nähmaschine, dann eine Schneidematte, ein Quiltlineal zum Abmessen der Rechtecke, eine Stoffschere oder eben ein Rollschneider, ein Magic Pen zum Aufzeichnen, Stoffklemmen zum Fixieren und letztendlich 2 Jersey-Stoffe eurer Wahl. Ihr könnt den aber auch gerne Unifarben machen. Ich habe hier meine Rechtecke auch schon zugeschnitten. Diese haben eine Höhe von 18 cm und eine Länge von 57 cm. Hier nehmt ihr einfach euren Kopfumfang plus 1 cm. Genau, und das sollte dann auch so passen. Wenn ihr das Haarband nicht so breit haben wollt, könnt ihr auch die Höhe gerne variieren. Die zugeschnittenen Stoffteile werden zunächst rechts auf rechts übereinander gelegt. Also das heißt, die schöne Seite schaut die schöne Seite an. Damit später beim Nähen nichts verrutscht, wird das Ganze mit Stoffklemmen fixiert. Wir nähen nun an den beiden langen Seiten mit einer Nahtzugabe von 1,5 cm und einem dehnbaren Stich zusammen. Ich verwende hier den Zickzackstich. So, ich zeige euch hier nochmal, wo ich zusammengenäht habe. Nahtzugabe war auf beiden Seiten jeweils 1,5 cm. Bevor wir das Ganze umdrehen, bügeln wir die Nahtzugabe noch auseinander, damit alles gut liegt. So, wenn dann fertig gebügelt ist, können wir das Ganze wenden. So, dann wird alles auch noch mal schön glatt gestrichen, so damit alles schön gerade ist. So, nun machen wir Folgendes, und zwar falten wir das Haarband der Länge nach in der Mitte zusammen. Hierbei solltet ihr darauf achten, dass alles schön bündig liegt und die offene Seite vom Körper weg zeigt. Nun wird das Ganze noch einmal wie folgt gefalten. Auch hier nochmal darauf achten, dass wirklich alles schön bündig liegt und die offenen Seiten, wie gesagt, vom Körper weg zeigen. Wenn dann alles so liegt, wie es liegen soll, dann nehmt ihr euer Quiltlineal und messt von der Seite, die zu euch zeigt, von der äußeren Kante 3 cm ab. Ihr könnt euch das auch gern mit einem Stift markieren. Von diesem Punkt aus legt ihr euer Quiltlineal schräg, sodass dieses auf der gegenüberliegenden Seite auf die Ecke trifft. Hier könnt ihr euch natürlich erst eine Linie ziehen oder so wie ich jetzt einfach gleich mit dem Rollschneider lang gehen. Mein Rollschneider ist leider nicht mehr ganz so scharf, deswegen musste ich zwischendrin die Schere nehmen. Fertig ausgeschnitten sollte dann das Ganze so aussehen. Jetzt ist das Haarband auch schon fast fertig. So, nun machen wir Folgendes. Die Seite, die ihr außen haben wollt, die sollte oben liegen. So, jetzt falten wir uns das Haarband wie folgt.
Dann nehmen wir uns die erste Ecke, und zwar die innenliegende hier, und legen die andere wie folgt drauf. Dann nehmen wir uns die gegenüberliegende Ecke und legen diese wieder drauf. Und das Ganze machen wir natürlich auch mit der letzten Ecke. Dann schaut ihr, ob auch alles dann schön bündig ist und fixiert das Ganze einmal mit Stoffklemmen, damit beim Nähen später nichts verrutscht. Ich nähe hier nun knappkantig mit einem dehnbaren Stich entlang. Ich nehme hierfür wieder den Zickzackstich. So, dann ist das Haarband auch schon fertig. Ist doch ganz hübsch geworden, oder? Wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Oder falls ihr weitere Videos von mir sehen wollt, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video, eure Stoff Mieze.